Hi Mensch, hier war ich noch nie. Das Schweriner Schloss. Audax Granuleurs Alemannia. Das 300 Kilometer Brevet zum Schweriner Schloss. Das ist der zweite Teil. Im ersten Teil sind wir von Kiel an die Lübecker Bucht nach Scharbeutz gefahren und bis zum Schweriner Schloss. Und nun geht's weiter Richtung Westen zum südlichsten Punkt nach Zarrentin und dem letzten Checkpoint vorm Ziel in Rheinfeld. Das sind nochmal die Durchfahrtszeiten und die Kontrollpunkte. Und nun geht's weiter westlich aus Schwerin raus Richtung Zarrentin. Relativ kurzer Track, unter 50 Kilometer. Max wieder vorweg, hat das Tempo vorgegeben. Haben den größten Teil des Tracks schon hinter uns, sind nun kurz vor Zarrentin, sind auch meist auf Bundesstraßen gefahren, in einer Einerreihe und nur wenig auf Radwegen gefahren. Jetzt sind wir kurz vor Zarrentin, 4 Kilometer noch, war also ein relativ kurzer Track, so hat 45 Kilometer gehabt. Und Max hier mit seinem Titanrenner, der macht seinem Namen echt alle Ehre. Der knallt hier so viel vorne vor, gibt uns allen Windschatten. Aber jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer zum Glück. Wir sind da nur hinterher gehechelt. Ich zumindest. Ja, dann haben wir gleich nochmal eine Pause beim Supermarkt. Und der Wind kommt hier auch von vorne. Und dann drehen wir Richtung Kiel wieder nach Norden ab. Und dann kommt der schräg von hinten. Ist ja auch sehr schön. Überall noch diese alten Gebäude. Hat sich in all den Jahren nicht so viel verändert hier. Das war so Zarrentin am Zarrentiner See. Für uns der südlichste Punkt. Hier wenden wir wieder Richtung Norden. Also am Schalsee vorbei zum nächsten Supermarkt. Für eine gute Pause kann man immer schön sitzen, sitzt dort gut in der Sonne, kann ein bisschen Verpflegung nachkaufen. Kontrolle Nummer 3 bei 193 Kilometer in Zarrentin. Checkpoint Nummer 3. Der Rewe in Zarrentin. 2 sind schon da. Ja, genau. Und die aktuelle Uhrzeit bräuchte ich noch dann. Ja.
Also gleich erstmal wieder Stempel besorgt. 1601. Achso, können Sie die da rauf? Ich habe nämlich keinen Stift. Achso, aufschreiben. Ja, raufschreiben, genau. Hier auf dem, ne? Ja, irgendwo da rauf. 1602. So? Danke. Haben jetzt also genau 16 Uhr. Und machen wieder eine gute Pause. Ein paar Leute sind nachgekommen, ein paar wenige waren ja schon da. Und da haben wir unsere ganzen edlen Bikes hingestellt. Mal mehr, mal weniger edler. Also das ist das Rad von Max, der so schnell fährt, der aus Essen. Und der hat Speichen aus, das ist irgendwie Kohlefaser oder die Nehmer oder so eine Schnur. Wie auch immer die gespannt wird. Ja, ein Rad der 10K-Klasse in Euros. Und das, ja, also richtig schickes Ding. Ich glaube, der ist extra angefertigt. Was genau? Sieht also wirklich sehr schlicht aus. Hat meiner Meinung nach eine ganz besondere Eleganz, dieses Rad. Und die Sattelstütze sagt da die Flex besonders gut. Also in der Ausführung so Kleinigkeiten noch nie gesehen vorher. Auch die Tasche, ich weiß gar nicht, ob das eine extra Radtasche ist doch recht besonders. Passt zu dem Rad. Ja, hier sind einige Titanrenner dran. Und das Der hat Bock da vorne, was? Ja, richtig, aber ich bin ja auch nicht mehr wegen mir gekommen. Und das ist 8K Klasse. Sieht auch sehr skurril aus. Felgen. Also sieht auch unheimlich schick aus und sieht so ultramodern aus. Also schickes Styling. Tolle Form. Ja, kann man eine Menge Geld für ausgeben für Räder. Wir machen noch ein bisschen Pause und dann wird wahrscheinlich wieder weiter ordentlich getreten. Scheiße, ein Loch nach dem anderen hier. Echt? Ja. So, mal gucken, vielleicht schafft mich das. Also ich saß da auf dem Stuhl und plötzlich fing der Reifen an zu pfeifen. Hätte vielleicht doch tauschen sollen. Die haben schon einiges hinter sich, die Reifen. Okay. Mal gucken, ist das jetzt dicht? Die Ah, ja, richtige Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich hatte nicht letzte Woche, vor 2 Wochen beim 200er in Hamburg in den Zug gestiegen, alles gut. In Kiel ausgestiegen, Reifen platt. Ja, scheiße, ne? Ja, richtig. Wurm reindrücken. Das ist immer noch nicht dicht. Ich tippe mal, da muss ich operieren. Also da blubberte ganz hervorragend die Also das Luft Loch raus. Das ist sah man da. ja, wenn da also die Milch als Feuchtigkeit im Reifen drin ist. Und dann blubbert das da vor sich hin. Kann ich sehen, ey. Immer mehr Luft. Also nicht viel kommt da raus. Da ist das Loch. Und ich stecke dann meist echt immer. Also die Löcher sind ja sehr klein. Es sind Das ist meistens noch ein dickeres spitze, Loch, ganz ey. kleine, feine Und hoffe, dass es Steinchen. dann dicht ist. Und dann versuche ich immer so einen kleinen Kautschukwurm da reinzudrücken Ach, und scheiße. mache damit das Loch ja eigentlich größer, als es jetzt aktuell ist. Mal gucken, dass da Flüssigkeit raufkommt. Und hier kann ich ja noch einigermaßen gut reparieren, so unterwegs irgendwann nachher, irgendwie im Feld oder nachher, wenn es dann dunkel wird, das ist dann besonders blöde. Oder ich hoffe, dass es dicht bleibt. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Also die Gruppe macht sich wieder fertig. Vorletzter Track.
Und weiter geht's. Mit nun 2 Löchern, ein Vorder- und einem Hinterreifen. Und für uns geht es jetzt weiter zum vorletzten Checkpunkt nach Rheinfeld. Da sind einige nachgekommen, aber einige bleiben noch, die wollen noch ein bisschen Pause machen. Start zu Etappe 4. Ja, Max ist wieder dabei, das heißt, wir werden rasen. Er fuhr weg. Und wir hecheln danach, ich zumindest. Ich hechel hinterher. Hat aber Spaß gemacht. Und so drehen wir den Kurs, fahren also jetzt hauptsächlich nach Norden, haben so ein bisschen Rückenwind. Und wieder ganz feine Landstraßen mit ganz wenig Autoverkehr, sehr glattem Teer. Und das ist die Gruppe, in der wir dann zusammen bis zum Ziel fahren werden. Seedorf. Das ist jetzt Ratzeburg. Kommen wir gleich am Ratzeburger See entlang. Mit einer wunderschön steilen Abfahrt runter zum See. Dann rollt man einen richtig schönen hohen Speed hier runter. Zum Ratzeburger See.
nächste Bergabfahrt. Immer im Bulk, macht einfach Riesenlaune. Platten bei Carsten. Eigentlich kann ich ja nichts falsch gemacht haben, ne? Was so lange gehalten hat. Hast du 28er oder so? Hast du den Mantel abgesucht? Nee, ich hab da noch so eine Einlage drin. Carsten fährt immer mit Anti-Platt-Einlage, also eigentlich für ihn ungewöhnlich, dann doch mal ein Loch im Reifen zu haben. Mit so einer genialen Elektropumpe. Der andere heiße Scheiß, diese Akkupumpen. Peng! Das ist gar nicht so eine gute Sache. Kein elektrischer Freund. Das reicht, glaube ich, irgendwie, was ist jetzt hier Mal oder so, ne? Also, Hier kommt immer drauf an, ob du was hast, ne? Genau. Hört ihr automatisch auf? Nee, du sagst es genug. Sticht eigentlich nicht durch. Ja, oh, die fehlen zumindest Platten. Hast weniger Platten. Muss aber anti-platt sein und du musst die bunt abschneiden und dann noch abdremeln, dass die Übergänge nicht zu scharfkantig sind. Oder mit Hitze. Jetzt war das so fummelig, die reinzufummeln dann, ne? Nein, die ist porös geworden, die ist so alt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Platten. Dann bilden sich so scharfe Kanten da innen drin. Die musst du alle 5 bis 7 Jahre auswechseln. Drittes Loch, jetzt soll ich weiterfahren. Aber es scheint kein Dorn drin zu sein. Ich hoffe, er geht dicht. Also ein bisschen fahren, dass da ein bisschen Milch rausgeschleudert wird. In der Hoffnung, dass das dichtet. Ich habe zumindest genug Dichtmilch drin. Und 3 Löcher, ey. Weil die Reifen sind doch schon ziemlich übel rüber und runtergerockt. Ich werde gleich nochmal nachpumpen. Oder ihr habt wieder Platten. Also übliche Spielchen. Es sind immer welche da, die Platten kriegen. Bei mir war es jetzt der dritte, zum Glück der letzte für diese Tour. Und so geht's jetzt weiter, der untergehenden Sonne entgegen. Kontrolle 4 bei 245 Kilometer. Nächster Checkpoint in Rheinfeld. Jetzt haben wir 240. Uhrzeit oder dann? Und die Uhrzeit, die aktuelle Uhrzeit, ja, genau. Danke Ihnen. Tschüss. Und so genossen wir eine letzte Pause bei tiefstehender Sonne. Alles noch schön warm.
Gruppe, die nach uns angekommen ist, die auch noch ein bisschen bleiben wird. Start zur Etappe 5. So, der letzte Track. Vielmehr der vorletzte. Ganz zum Schluss gibt es noch einen ganz kurzen Track. Zurück zum Auto. 75 haben wir jetzt. Uns sind einige nachgekommen. Die Gruppe ist also größer. Und bei der Tanke warten noch ein paar. Die ziehen dann hinterher. Ja, bis wir da sind, ist wohl dunkel. Jetzt haben wir 7 Uhr, also 19 Uhr. Und eine Umziehpause. Die Sonne ist jetzt doch sehr tief. Es wird langsam kühler. Und so ziehen wir uns alle um, bereiten uns auf die Nacht vor. Also alle reflektierende Westen an. Wieder die lange Garderobe. Lichter an. Und es geht weiter. So, kleine Umziehpause. Ist jetzt weg. Ist auch deutlich kühler geworden. 50 Kilometer haben wir noch bis zum letzten Checkpoint. So langsam wird es dunkler und dunkler. Und die letzten Kilometer fahren wir danach wirklich im Dunkel. Dann macht die Kamera auch nicht mehr ganz so gute Aufnahmen. Die brauchen immer ordentlich Licht, um zu stabilisieren. Ich liebe das ja, im Trupp durch die Dunkelheit zu fahren.
Und wir haben die letzten Kilometer vor uns bis zum Ziel in Kiel. Endkontrolle bei Kilometer 320. Zurück in Kiel-Schönkirchen. So, Endstation in Schönkirchen. 320 Kilometer. Ein letztes Foto fürs E-Brevet. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.